Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurden Promo-Bilder vom kommenden DLC geleakt, die schauen wir uns heute an. Außerdem gibt es noch viele weitere Informationen zu den Inhalten, die dort kommen werden und natürlich eine Ankündigung am Montag. Das sind all die Themen, also bleibt gerne dran. Ihr seht also, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides und manchmal auch Leaks, wenn ich sie, sage ich mal, für nicht zu krass halte. Dementsprechend lasst gerne ein Abo da, da würde ich mich freuen und ihr kriegt die neuesten News immer. Die meisten wissen es von euch schon, ihr habt wahrscheinlich eine E-Mail bekommen, aber auch auf Twitter hat es Assassin's Creed nochmal gepostet und zwar in Assassin's Creed Valhalla gibt es mehr zu sehen als nur Midgard. Schaltet zur Live-Premiere auf dem Ubisoft YouTube-Kanal ein, um mehr zu erfahren. Montag, 13. Dezember, 18 Uhr. Und dazu haben wir so ein wunderschönes Video, wo wir Feuer und Eis sehen und wir haben viele Leaks natürlich schon in der Vergangenheit bekommen und die meisten wissen also daher, was es ist. Das alles hier ist Spoiler belastet, wenn euch das nicht interessiert. Wenn ihr euch nicht spoilern möchtet und die Überraschung genießen wollt, dann guckt dieses Video nicht, schaltet vielleicht in eins meiner Adventskalender-Videos ein. Ja, da habt ihr eine Chance, Sachen zu gewinnen ohne Spoiler. Und ihr könnt euch aber dennoch eine Erinnerung setzen für Montag. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da habt ihr dann die Live-Premiere. Wir werden da live reacten zu auf Twitch. Das heißt also, wir sehen uns am Montag um 17:40 Uhr und werden schon mal so ein bisschen quatschen. Schaltet gerne hier ein. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ich versuche ihn auch nochmal anzupinnen. Jetzt aber legen wir los. Denn auf Reddit wurden vor weniger als 13 Stunden Inhalte gepostet, die angeblich im PlayStation Game Store in China veröffentlicht wurden. Ja, tatsächlich weiß ich das nicht. Ich kann es nicht bestätigen. Wer den chinesischen Game Store hat, der kann es mir gerne sagen. Auf Reddit wurden diese Bilder aber gepostet und die sehen ziemlich legit aus auf jeden Fall. Die schauen wir uns gerne mal an. Das erste Bild, was gepostet wurde, das ist ein Bild, wo wir höchstwahrscheinlich Eivor auf einem Wildschwein sehen. Verrückte Sache und in einer Umgebung, die sogar, wie wir sehen können, Yggdrasil, also die Wurzel von Yggdrasil hat, ja, die durchzogen ist von grüner Landschaft und von schwebenden Feuersteinen, ich weiß es nicht ganz. Das könnte Svartalfheim sein und auch in der Beschreibung dieses Leaks wurde darauf hingewiesen, dass es in andere Realms geht und in das Königreich der Zwerge nach Svartalfheim. Auf dem nächsten Bild sehen wir Odin-Eivor mit einer weiteren Person und das sieht mir so aus wie eine, Kriegerin, wie eine Walküre vielleicht, in einer sehr mythischen Umgebung mit Lava bedeckt und da ist nochmal der Bezug, glaube ich, zu Svartalfheim und Muspelheim, denn was wir vermuten oder was ich auch vermute, wir sehen ja auf dem Trailer, auf dem Teaser-Trailer, dass da ein Tor ist aus Muspelheim und die Umgebung, das ist wahrscheinlich Svartalfheim, also Muspelheim wird wahrscheinlich kommen, um Svartalfheim zu erobern. Warum? Das weiß ich nicht. Auf dem dritten Bild sehen wir einen Zwerg, das sieht aus wie ein Adler sogar, wie so ein Rabe. Es ist ein Artefakt und Eivor nimmt es gerade in die Hand und das bekommen wir. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich glaube, Andy Reidus hat dazu ein kleines Thema veröffentlicht. Ihr, wenn ihr es gesehen habt, wisst es auf jeden Fall besser als ich. Auf jeden Fall könnte das wichtig sein, vielleicht so eine Art Collectible, vielleicht ein Rüstungsteil. Was meint ihr dazu? Lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Was haltet ihr davon, dass diese Dinge so früh geleakt werden? Das würde mich auch mal interessieren. Denn das Release-Datum wurde auch released und ich finde das ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Also klar, der PlayStation Game Store hat einen Fehler gemacht, aber ich finde das ein bisschen schade, weil man so ein bisschen die Spannung rausnimmt, aber das sage ich euch am Ende des Videos. Das dritte Bild behandelt natürlich das Twilight Set, worüber ich ja auch schon ein Video gemacht habe. Checkt das gerne mal hier oben ab. Das ist natürlich, wie wir vermuten, ein Vorbestellerbonus, wenn wir den Year 2 Pass pre-ordern. Zumindest laut den Leaks. Müssen wir gucken, ob das wirklich stimmt. Ich denke aber mal, das stimmt. Ja, das vierte Bild, das ist tatsächlich eine kleine Zusammenfassung. Was wir hier sehen, ist natürlich eine neue Rüstung. Nämlich, ich denke mal, das ist Odins Rüstung. Andy Reidus hat das auch schon im Thema behandelt. Da wurde das Ganze ja schon geleakt. Und eine neue Waffe, die wir auch schon behandelt haben. Nämlich eine Hellebarde. Das ist natürlich auch confirmed. Ja, der gute Jonathan hat das ja auch schon in einigen Leaks, beziehungsweise in einem Leak confirmed, dass das Ganze kommen kann oder wird oder zumindest in den Spieldateien vorhanden ist. Und der letzte Leak, das letzte Bild ist schon heavy und zeigt schon eine Menge. Dementsprechend, wenn ihr das nicht sehen wollt, lasst es gerne. Auf dem nächsten Bild sehen wir eine
neue Fähigkeit von Eivor höchstwahrscheinlich, eine Eisfähigkeit. Wir sehen auch so ein bisschen Feuer, auf der linken Seite des Bildes Lava, auf der rechten Seite des Bildes Eis und er kann seine Gegner zu Eis erstarren lassen. Wir sehen auch seine Hände sind auch eingefroren, also es wird sehr mystisch, es wird sehr interessant. Ich bin gespannt, es kann gut werden. Wir müssen ja sagen, klar, es ist kein Assassin's Creed in dem Sinne, dieses DLC oder zumindest kein Inhalt davon. Allerdings ist es sehr mythisch und passt halt doch in die mythologische Welt rein und wenn es gut gemacht ist, dann denke ich, wird es auch ein schönes Erlebnis werden, ja, so God of War mäßig. Das war ja auch geil, das ist ja auch geil. Und ja, das waren auf jeden Fall alle Bilder. Dazu hat der Autor auf jeden Fall noch einen Text übersetzt, aber das ist ganz schön viel Text für so wenig Zeichen, muss man sagen. Aber hier steht Folgendes. Die Geschichte findet in den neuen Welten der nordischen Mythologie statt. Sie wird bedroht durch eine Invasion bei dem Königreich des Frostes und der Flammen. Das Königreich der Zwerge Svartalfheim fällt auseinander und während dieses Krieges wird der Sohn von Odin, Balder, durch den Feuerriesen Surt gefangen genommen. Da haben wir schon mal extrem viele Informationen, die heftig sind. Also, klar, es geht nach Svartalfheim, das ist die Information des Leaks. Der Sohn von Odin, Balder, wird gefangen genommen. Ich meine, das ist auch, glaube ich, in der richtigen Mythologie so. Das heißt also, da hat Odin eine Motivation, warum er dahin will. Ja, und Surt wurde erwähnt. Da gibt es ja auch schon ein Set von natürlich von ihm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Wäre geil. Assassin's Creed Valhalla ist das ambitionierteste DLC in der Geschichte dieser Serie. Dieses Mal muss Eivor sich der persönlichen Erfahrung von Odin stellen, dem Krieg im Norden und seinem Schicksal. Und der Rest des Textes, bin ich euch ehrlich, der klingt so ein bisschen fancy-mancy, deswegen lasse ich den mal weg. Und jetzt, Freunde, reden wir über das Release-Date. Bevor wir das aber machen, hoffe ich, dass euch diese Informationen bisher gefallen haben. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Dränger da nach oben da. Und wenn ihr alle weiteren Informationen nicht verpassen wollt, dann lasst gerne auch ein Abo mit einer Glocke da. Da würde ich mich freuen. Dann werden wir uns gemeinsam, ja, auf jeden Fall hier wiedersehen zu den DLC-News, zu den kommenden News und auch Guides und Lore-Videos. Jetzt aber zum Release-Date. Vorab aber die Info, das ist natürlich ein Reddit-Beitrag, ja. Das heißt also, ich weiß nicht, ob das wirklich official ist. Wir sehen auf den Bildern auch keine Zahlen. Normalerweise im chinesischen Raum wären Zahlen, glaube ich, in Arabisch gezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen weiß man immer nicht, ob das wirklich stimmt mit diesem Datum. Unabhängig davon, es sieht ziemlich legit aus. Wenn ihr euch diese Überraschung nicht versauen wollt, dann wartet bis Montag und schaltet jetzt ab. Sonst bleibt gerne dran und dann reden wir über das Release-Datum. Gut. Das Release-Datum wird der folgende Tag sein, nämlich der 10. März 2022, laut diesem Reddit-Beitrag. Ja, ist ganz schön weit entfernt, muss ich sagen. Ich finde es ziemlich krass, dass man sich so viel Zeit lässt, aber es ist wirklich die ambitionierteste DLC-Reihe, zumindest laut dem Leak, die kommen soll und deswegen ist es auch besser, wenn man sich viel mehr Zeit nimmt. Ja, 10. März, bis dahin ist noch einiges zu tun. Ja, wir haben Dezember, Januar, Februar. Das heißt 3 Monate, wo wir noch Content brauchen wahrscheinlich. Mastery Challenges, Tombs of the Fallen, vielleicht wird da was kommen. Das wäre natürlich sehr geil, wenn man das connecten könnte. Ja, ich meine, wir haben ja gehört, dass Hilde auch so eine Valkyrie, beziehungsweise ja, Hilde eine Valkyrie war und Hilderan wahrscheinlich ihre Abstammung ist. Das wäre irgendwie cool, wenn man dann quasi einen Connect zum DLC bringen könnte. Dann würden zwar einige Leute aus der Wäsche gucken, weil sie dann das Year 2 kaufen müssten. Aber, ja, wäre trotzdem irgendwie eine coole Sache. Wäre eigentlich ganz nice. Aber ich hoffe, die Geschichte wird trotzdem vor dem Release beendet. Die Geschichte der Mastery Challenges und der Tombs of the Fallen. Weil dann wäre das auf jeden Fall gerechtfertigt. Und dann kann man sagen, gar kein Problem. Das passt. Aber ich rede schon wieder zu viel. Dementsprechend bedanke ich mich bei euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Checkt gerne auch mal einen Discord ab. Da haben wir natürlich eine kleine AC-Community, wo wir über Leaks und so weiter sprechen. Aber auch über andere Themen, nicht nur Assassin's Creed. Alles unten in der Beschreibung zu finden. Danke fürs Abo. Und die Glocke habt ihr auch aktiviert, das weiß ich. Und ja, Eivor, haben sie. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.